Stroh, Holz, Lehm. Aus diesen Materialien entsteht in Backnang ein nachhaltiges Häuserensemble, gebaut mit ursprünglichen Baustoffen. Noch dazu energieeffizient. Lebensräume voller Wärme. Häuser, die atmen. Stroh, Lehmputz, fertig. Das ist die ganze Wand. Und die hat super Eigenschaften, hat aber null Technik eigentlich. Und dass das geht, dass man so viele tolle Eigenschaften hat, ohne dass man sich jetzt wieder ingenieursmäßig oder was weiß ich verkämpfen muss, das finde ich super faszinierend. Heiko Fischer ist Zimmerer und Bauphysiker und schwärmt für den Baustoff Stroh. Für ein Strohballenhaus benötigt man zunächst viel Holz für den Holzrahmenbau und ganz gewöhnliches Stroh. Von diesen Baustoffen und ihren Möglichkeiten sind Heiko Fischer und Nathanael Tien, der Zimmerermeister und Firmeninhaber, begeistert. Also man muss jetzt nicht fanatischer Öko sein, um das zu machen. Und das ist auch nicht so. Also ich glaube, das muss man auch aus der Ecke befreien. Es ist Bauweise, fertig. Ist jetzt keine Religion. Man muss keine Sorge haben, dass man hinterher irgendwie den Müll wieder produziert hat für die nächsten Generationen, sondern es ist einfach, macht ein gutes Gefühl, ja. Fürs Rämen. Ja. Wir haben die 6-10er liegen da, Ja. dann brauchen wir noch die 8-12er. Die Mitarbeiter Jaron und Philipp stellen mit Heiko Fischer die Hölzer für das erste Wandelement in ihren verschiedenen Abmessungen zusammen. Alles wurde auf dem Abrichtplatz in der Zimmerei in Rottenburg werkseitig vorkonfektioniert. Wir haben Leimholz, wir haben Schnittholz, Sägerau, dann haben wir Furnierschichtholz für die Schwelle, dann haben wir Nadelholz wieder für die Schwelle. Alles unterschiedlich und da steht jede Dimension drin, die wir da uns raussuchen aus unserem Sammelsurium. Und jetzt legen wir die praktisch aus und übertragen die Maße. Hier ist eine Maßkette drauf, wo genau jeder Pfosten einzeichnet ist. Und die übertragen wir auf die Schwelle unter, auf 1032,5, gleich daneben, ein 6er Holz. Und auf 1038,5 nochmal ein 6er Holz. Dann auf 1118,5. Jaron überträgt die Maße direkt von der Schwelle, dem untersten Balken, auf das Rähm, den obersten Balken. So vermeidet er Messfehler. Ich schreibe die Dimensionen drauf, die der Pfosten hat und ob es Leimholz ist oder nicht. Leimholz mache ich mit Blau und normales KVH mit Bleistift. KVH? Konstruktionsvollholz. Jeder der verwendeten Holzwerkstoffe hat unterschiedliche Qualitäten und Eigenschaften. Machen wir ein bisschen zurück. Furnierschichtholz und Ein bisschen Leimholz vor. sind sehr belastbar. Bisschen vor. KVH, ein massives, veredeltes Holz ohne Unregelmäßigkeiten. Nochmal. Und Schnittholz, das hin und wieder in seine Form gezwungen werden muss. Die Zeit läuft. Also, nächster Pfosten, was brauchen wir? 6er. 2x6er. Ja, nein. Gute Vorbereitung ist alles. Die Ständer sind schnell an ihrem Platz. Für uns ist es faszinierend, mit wie wenig Bauteile, alles regional verfügbar, du ein ganzes Haus bauen kannst und wieder rückbauen kannst. Die Holzwerkstoffe werden in der Konstruktion gemäß ihren spezifischen Eigenschaften verbaut. So? Ja. Zwischen den Schnitthölzern halten die Strohballen besser. Und in die Fenster und Türöffnungen werden die Leimhölzer gesetzt, weil sie sich nicht verziehen. Das Holzständerwerk muss bei der Montage auf dem Abrichtplatz der Baustelle genau im rechten Winkel liegen und wird dazu in die Ecke gedrückt. Dann werden die Ständer an den markierten Stellen mit ordentlichen Schrauben am Rähm fixiert. Mit sehr vielen Schrauben. Das Gebäude möchte entweder in sich zusammenfallen oder, wenn der Wind zieht, oben möchte es abheben. Das heißt, es muss vom Dach bis unten an der Bodenplatte muss es eine komplett durchgehende Zugverbindung haben. Und das sind die vielen Schrauben, die da drin sind. Die halten das auf Zug.
Die Handwerker haben den Regenradar immer im Blick. Stroh ist feuchteempfindlich und muss, bis es wetterfest verbaut ist, geschützt werden. Im Moment sind nur ein paar Tropfen angesagt, aber sicher ist sicher. So ein kurzer Niesel wäre nicht schlimm. Das Stroh geht nicht kaputt. Nur wenn es feucht wird, hat viele Sporen drin. Vom Acker ist halt alles drin, dann fängt es an zu schimmeln. Und das will man natürlich nicht. Wenn es ganz schlimm wäre, müssten wir das Stroh wieder ausbauen und frisches Stroh einbauen. Die Holzrahmen sind auf den ersten Blick sehr massiv und wuchtig. Naja, zum einen ist die Wand im Erdgeschoss. Die kriegt die Last von oben. Also es wird nach unten immer dicker. Sagen wir mal so, das ist gut dimensioniert. Ja. Aber das ist statisch berechnet und die machen das auch nicht, um möglichst viel Holz zu verbauen, sondern das ist stabil. Aber uns wundert es manchmal auch ein bisschen, ja. Das muss man ehrlich sagen. Ob man es jetzt auch schlanker machen könnte, ich vermute mal ja. Aber es ist natürlich einfach gesagt für uns. Die Häuser werden als nicht lasttragende Strohballenhäuser gebaut. Das heißt, eine Konstruktion aus Holz trägt, wie bei einem traditionellen Fachwerkhaus, die eigentlichen Lasten des Hauses. Später werden Strohballen als Dämmmaterial eingesetzt. Zimmergeselle Jaron misst zur Kontrolle die beiden Diagonalen des Holzrahmens. Im Idealfall sollten sie das gleiche Maß haben. So 2-3 Millimeter Differenz. Aber ich würde fast sagen, dass 2 Millimeter auf 11,5 Meter. Also ich weiß nicht. Also ich dachte, wir machen es genau. Du meinst ganz genau? 2 Millimeter auf 11,5 Meter. Das kann man gut durchgehen lassen. Die Holzrahmen sind fertig, die Gefache können gefüllt werden. Bei dem Geruch fühlt man sich wie in der Heuscheune. Die Strohballen sind auf Maß bestellt. Sie einzubauen geht schnell. In die großen Zwischenräume werden immer 2 Ballen eingebaut. Sie müssen stramm sitzen, dürfen aber die Ständer nicht ausbeulen. Heiko prüft das Material. Wenn da jetzt viel Beikraut drin ist, dann müsste man gucken. Also Strohballen, die das haben, müssten wir aussortieren. Müsste man sagen, den können wir nicht nehmen. Ja. Weil später können Schädlinge auch dann noch im trockenen Zustand trotzdem reingehen. Das will man. Beikraut, manche sagen Unkraut, verrottet mit der Zeit und könnte ein gefundenes Fressen für Mäuse oder Insekten sein. Das Stroh wurde von einem Händler angeliefert, der das Material nach der bauaufsichtlichen Zulassung vorbereiten kann. Von dem Strohhändler, wo wir es her haben, kann man sie auf Maß bestellen. Und außerdem sind die höher verdichtet als die Standard-Kleinballen. Das heißt, man muss nicht so arg viel nachverdichten. Man kann die relativ einfach reinklappen, Schnüre rausmachen, dann noch ein bisschen kontrollieren, ob vor allem die Ecken, wo die zusammenkommen, dicht sind, sonst muss man nachstopfen. Und dann war's das. Na, macht das einen Spaß, hey? Gell, so macht Bauen Spaß. Der Strohballen ist ein greifbares, fassbares Material. Das kann man anfassen, kann man dann riechen, kann sich reinlegen. Ich würde behaupten, das ist das Ökologischste überhaupt, was in diesen Breitengraden möglich ist für einen Hausbau. Solange die Transportwege vom Stroh jetzt 100 Kilometern weniger sind, dann ist es sehr ökologisch. Die einzige graue Energie, die da entsteht, ist der Transport. Weil am Acker gemäht wird es so oder so. Die Strohballen direkt vom Feld entsprechen in der Regel nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen. Die Bauexperten beziehen ihr Material von einem Spezialunternehmen, das mit einer Umpressanlage Stroh zu Baustroh macht. Dadurch wird ganz gewöhnliches Stroh zu einem zertifizierten Baumaterial. Also dieses Stroh ist viel fester gepresst. Das ist Weizen- und Roggenstroh hauptsächlich. Das ist sehr sauber, dass man das nachher auch nachbearbeiten kann. Und es hat ein zertifiziertes Gewicht. Die baurechtliche Vorgabe fordert, dass ein Kubikmeter Stroh im Ballen ungefähr 100 Kilo plus minus 15% wiegen muss. Der kann so kleine Ballen nicht machen. Das fällt ihm auseinander. Also müssen wir diese kleinen Felder leider händisch machen. Dazu haben sich die Handwerker aus Baustahl eine Ahle gemacht und binden nun den Strohballen auf das notwendige Maß um. Oh ja.
Wenn es besonders eng hergeht, kommen Rutschbleche zum Einsatz, zwischen denen die Ballen leicht ins Gefach eingebracht werden können. Ich stehe mal drauf. Achtung. Ja, exakt immer. Die Felder sind zwar schnell gefüllt, aber es bedarf einer sorgfältigen Nacharbeit. Alle Lücken und Hohlräume müssen gestopft werden, denn hier könnte sich Kondenswasser bilden, was langfristig zu Schimmelbildung und Schädlingsbefall führen kann. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Die Erdhummel muss sich jetzt wohl ein anderes Zuhause suchen. Überstehende Stoppel werden einfach abrasiert und entsorgt. Mit dem Abfall passiert Folgendes. Entweder, wenn er sauber und ordentlich zusammengekehrt ist und wirklich nichts anderes drin ist, dann kann man es oft an Pferdehalter abgeben. Letztendlich müssen wir eigentlich nichts auf eine Deponie fahren oder so. Ja, das ist schon ein Riesenvorteil von dem Ganzen. Ja. Über gesundheitliche Risiken durch Spritzmittelrückstände im Stroh aus konventionellem Anbau muss man sich keine Sorgen machen. Die sind eher in der Frucht als am Halm zu finden. Allergiker haben in einem Strohhaus, in dem alle Wände fertiggestellt und verputzt sind, in der Regel keine vom Stroh ausgehenden Probleme. Die kleineren Öffnungen stopft Nathanael Tien mit einem anderen Material. Man kann es auch mit Stroh stopfen, aber wenn wir unten offen haben, wird das alles rausfallen. Man könnte es dann umdrehen und dann von der anderen Seite stopfen, aber dann kann man es nicht richtig verputzen. Das ist in dem Fall mit Weichfaser einfacher. Alle Reste vom Muster. Bei dem Häuserensemble in Backnang werden die Außenwände mit Holzweichfaserplatten geschlossen und darauf eine hinterlüftete Holzfassade zum Schutz der Strohballen angebracht. Hier gibt es so ein paar Kompromisse an der Ausführung. Na, eben auch die Weichfaser nachher als Beplankung außen drauf auf die Außenseite der Außenwand wäre auch so ein Kompromiss, der uns natürlich die Sache erleichtert, aber vom richtig ökologischen Standpunkt her wäre es ökologischer, man wird auch darauf verzichten. Lange Zeit galten Produkte aus Holzweichfaser als sehr ökologisches Bau- und Dämmmaterial. Das hat sich aber geändert. Holz ist eigentlich auch mittlerweile ein knappes Gut. Die Nachfrage wird immer größer, aber die Bäume wachsen nicht ganz so schnell, wie die Nachfrage steigt. Und Stroh wächst schneller nach. Stroh ist einfach eigentlich sogar oft ein Abfallprodukt, das dann nur noch untergepflügt wird. Viele Millionen Tonnen Getreidestroh bleiben jährlich in Deutschland ungenutzt. Das wäre genug für die Wärmedämmung von mehreren 100.000 Einfamilienhäusern. Die Fliegengewichte sollen das jetzt richten hier, okay? Dabei haben wir doch ganz andere Kaliber hier. Ja. Auf der Außenseite ist das Stroh nun durch die Weichfaserplatten geschützt. Jetzt müssen sich die Holzhandwerker nochmals an die Innenwände machen. Oh, sauberle. Aus statischen Gründen sind hier USB-Platten eingebaut. Sie erfüllen die Funktion von Querverstrebungen und machen den Einbau des Strohs in den Gefachen einfacher. Die Dreiecksleiste hier, die müssen wir einbauen, dass der Strohballe nicht rausfällt. Der Strohballe hält sonst nur auf Reibung zwischen diese Pfosten, die hier drin sind. Und diese Dreiecksleiste, die verhindert, dass der praktisch rausrutschen kann. Man nimmt halt ein 6er Holz und sägt es einfach mit 45 Grad auf. Einfach an der Kreissäge einen Schnitt drüber. Und über diese Dreiecksleiste, da kommt eine Holzweichfaserplatte drüber. Und dann wird das alles miteinander verputzt.
Und natürlich gibt es noch ein paar Lücken zu stopfen. Die Außenwände für die dreigeschossigen Bauten haben die Mitarbeiter der Zimmerei Tien immer nach dem gleichen Prinzip gefertigt. Jaron hat für das Aufrichten alle Vorbereitungen getroffen. Hier haben wir jetzt die Montageschwelle. Die hat den Zweck, dass man zuerst eine leichte Schwelle hinmacht, die ausnivelliert, unterlegt, damit alles genau im Wasser ist. Das macht man ringsrum, weil unsere Wände, die wiegen hier bei dem Haus um die 2 Tonnen, ein bisschen mehr. Und damit man dann im Nachhinein nicht eine 2-Tonnen-Wand hochdrücken muss und dann, wenn sie dann steht, ausrichten, richtet man die Schwelle vorher aus und stellt dann unsere Wand direkt drauf, verschraubt sie mit der Montageschwelle und dann passt die Wand auch und ist auch im Wasser. Viel Gassi gehen mit Holz. Ein spannender Moment, auch für die Handwerker. Jetzt zeigt sich, ob sie sauber gearbeitet haben und die 2-Tonnen-Wand auf Anhieb sitzt. Ich bin bündig. Ich bin bündig. Und bei mir sieht's gut aus. Stroh als Baumaterial hat eine lange Geschichte im Fachwerkbau oder als Deckmaterial von Dächern. Aber der Einsatz von Stroh in Form von Strohballen, den gibt es noch nicht so lange und er boomt erst seit der Jahrtausendwende. Die nicht druckbelastete Verwendung von Strohballen, so wie bei unseren Gebäuden, ist hierzulande bauaufsichtlich anerkannt. Es ist schon sehr nachhaltig empfehlenswerte Bauweise und das sollte eigentlich für alle gelten, dass es möglich ist, so relativ gesunde Materialien verbauen zu können und auch da drin wohnen zu dürfen. Ja. Sebastian hat die Wand fixiert und schraubt sie Stück für Stück ins Wasser. Also prinzipiell versuchen wir, so viel Stroh wie möglich zu haben. Jetzt haben wir hier die Besonderheit, diese Wand hier ist sozusagen die Küchenbad-Installationswand. Da will man dahinter eine feste Oberfläche, dass man was festmachen kann, einen Wandschrank oder so, einen Hängeschrank. Und dann hat man sich dafür entschieden, auch wegen der Aussteifung braucht man ab und zu OSB, dass die Wand praktisch sich nicht bewegt. Und hat dann entschieden, dass man diese Wand leider sozusagen mit OSB voll macht. Ein bisschen zurückschwenken. Ja, warte, ich muss erst vor. Gut. 2 Millimeter. Stopp! Jaron, Ja? kannst du kurz absetzen? Dann kann ich schrauben und es bewegt sich nichts mehr. Mit nur 3 Arbeitern und einem Kran werden die Wände des Erdgeschosses an einem Vormittag montiert. 3 große Ängste begleiten viele Bauherren beim Thema Strohbau. Erstens die Brandgefahr. Stroh ist schnell entflammbar. Dadurch, dass es so stark gepresst ist, man nimmt immer das Telefonbuch als Beispiel. Wenn man dann Feuerzeug dran hält, dann brennt es erstmal nicht, aber wenn man die Seiten auseinander macht, dann lodert es auf. Und beim Stroh ist es nicht anders. Wenn das irgendwie vor sich hin glostert und man reißt es dann auf, dann gibt es das bekannte Strohfeuer. Aber sonst, wenn man es einfach nur so verputzt mit Lehm und Kalkputz, haben wir F30, also 30 Minuten Feuerwiderstand. Die zweite Angst ist der Schimmelbefall. Da die Handwerker das Stroh aber immer vor Feuchtigkeit geschützt haben, ist auch diese Angst unbegründet. Bleibt nur drittens das Ungeziefer. Also Mäuse, denke ich, würden überwintern da drinnen, wenn sie könnten.
sollte halt zu sein, das Stroh. Die gehen eher wirklich ins Styropor. Die bohren sich Gänge rein, fressen sich rein und da ist es auch schön warm. Oder der Specht. Das ist auch so ein Specht Klassiker, hackt, ja. der in den Wenn es hohl Schutz reingeht. klingt, das tut es aber da nicht. Weiter ab, ja. Ja. Nur ab. Jawohl. So reicht's mal kurz. Wie ist bei dir, Heiko? Gut. Die Diagonalen des Wandelementes stimmen überein. Die 2-Tonnen-Wand liegt sauber auf und die Türöffnungen passen exakt. Die Holzbauexperten haben präzise gearbeitet. Die Zimmerleute haben den Löwenanteil ihrer Arbeit getan. Sie haben die Decken eingelegt, die Zwischenwände gezogen und die weiteren Geschosse nach dem gleichen Prinzip aufgestellt. Die Gebäude sind aufgerichtet. Ein Strohballenhaus funktioniert aber nur dann mit all seinen Vorzügen als Strohballenhaus, wenn auch die Wände mit Lehm verputzt sind. Mit dem Lehm erhält das Bauwerk eine luftdichte Hülle, die aber trotzdem feuchtigkeitsregulierend wirkt. So, Hendrik, kann losgehen bei mir? Geht weiter. Hendrik Zeden und Elias Walter bringen den Lehmputz in 3 Schichten auf die Wände. In unserem Putz haben wir Sand und Tonmineral drin und Stroh. Schluff ist noch ein Bestandteil, das ist die Korngröße zwischen Sand und zwischen Ton. Elias Walter füllt die Misch- und Förderpumpe mit dem erdfeuchten Lehm. Darin entsteht mit Wasser ein dünner Brei. Manchmal wachsen ein paar Pflanzen bei uns im Sack drin. Da sieht man nur, dass es ein reines Naturprodukt ist. Und das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk bei diesem Material. Das Stroh dient auch ein Stück weit als Armierung und schützt den Lehm vorm Reißen. Hendrik Zeden bereitet inzwischen die weiteren Wände vor und klebt alle später sichtbaren Wand- und Deckenteile zum Schutz ab. Die erste Lehmschicht verbindet sich mit dem Stroh in den Wänden. Was wir brauchen, ist einen griffigen Untergrund. Griffig kann sein eben das Stroh, also wo er sich einfach reinkrallt, der Lehm beim Anspritzen und wenn er dann da dran klatscht, umgreift er das Stroh und beim Trocknen dadurch wird er griffig. Lehm lässt sich genauso wie jeder andere Putz verarbeiten. Das Material ist ein natürlicher Baustoff und fast in jeder Baugrube zu finden. Mit etwas Aufwand könnte der Lehm aus der Baugrube direkt aufbereitet und als Putz verwendet werden. Wohngesundheit ist für mich ein Riesenplus. Der Lehm, der bringt einfach so viele geile Eigenschaften mit. Der gleicht die Raumluftfeuchtigkeit auf, der bindet Schadstoffe, Gerüche und man hat einfach nur Vorteile, wenn man das Material verarbeitet. Das war aber noch nicht alles. Lehm ist ein guter Wärmespeicher, ist diffusionsoffen, lässt also die Wand atmen und ist schall- und brandhemmend. Zudem braucht er wenig Energie bei der Herstellung und ist vollständig wiederverwertbar.
das Schönste auf der Baustelle ist, du morgens den ersten Lehm auf die Wand spritzt und es nach Lehm duftet. Das Erdige. Das ist wie wenn ich draußen über eine Sommerwiese laufe und es fängt an zu regnen und der Geruch steigt auf vom Boden, wenn der gerade frisch nass wird. Und das jeden Tag einfach auf der Baustelle zu riechen, das ist sehr angenehm. Die 34 cm starken Außenwände des Strohballenhauses haben vergleichbare Dämmeigenschaften wie eine Wand aus Beton, die 52 cm dick ist. Diese Häuser aus natürlichen Materialien haben die gleiche Lebensdauer wie die konventionell gebauten Häuser in der Nachbarschaft. Die Idee, die dahinter steckt, dass man einfach will, man möchte gesunden Wohnraum schaffen für Mietwohnungen, für Leute, die jetzt auch nicht unbedingt den allerdicksten Geldbeutel haben. Das ist doch toll. Persönlich könnte ich mir gut vorstellen, da drin zu wohnen. Von der Art, wie es angelegt ist, von der Bauweise natürlich. Ein stimmiges Konzept einfach. Gell? Ja. Nach knapp 2 Wochen ist die erste Lehmschicht getrocknet. Die zweite von 3 Schichten kann aufgetragen werden. Auf die OSB-Platten nagelt Elias Walter Schilfrohrmatten als Putzträger auf. Sie bilden nun eine Ebene mit der ersten Putzschicht auf dem Stroh. Die nächste Lehmlage kann jetzt hier genauso aufgetragen werden wie auf die bereits bearbeiteten Gefache, die Hendrik präpariert hat. Also zum einen lässt die Oberfläche ganz leicht an und die Haftung verbessert sich. Zum anderen entzieht es dem aufgetragenen Putz nicht ganz so schnell die Feuchtigkeit. Mit der Kartätsche zieht Hendrik Zeden die Wand sauber ab. Und arbeitet ein Glasgittergewebe ein. Das ist zwar kein ökologisches Material, kann aber im Bedarfsfall am Stück ausgebaut, sortenrein getrennt und fachgerecht entsorgt werden. Lehmputz kann immer wieder von der Wand gekratzt und ohne Qualitätsverlust frisch eingeschlemmt und wieder verarbeitet werden. Also wir haben das jetzt mit der Unterputzlage im Gewebe fertig verputzt und auch abgezogen. Jetzt darf die Wand nur noch trocknen und dann kommt ein Edelputz oben drüber. Mit den Häusern in Backnang wird ein Wohnprojekt für bezahlbaren Wohnraum geschaffen. 40 Personen werden hier einziehen und in Nachbarschaft leben können. Von außen unterscheiden sich die Gebäude nicht von anderen Häusern, die in Holzständerbauweise gebaut werden. Das Geheimnis steckt unter der Fassade, in den Wänden. Pro Haus wurden ca. 260 Strohballen verbaut. Die im Stroh eingeschlossene Luft dämmt Wärme und Schall, ist dicht verschlossen und atmet doch. Es ist echt kein Hexenwerk, mit Strohballen zu arbeiten. Man muss das Prinzip verstanden haben und dann kann man auch gut dem Bauherrn und der Baufrau sagen, macht's doch selber. Wir zeigen euch, wie es geht. Und dann wird der Strohballenbau auch relativ interessant für preisbewusste Kunden. Und weckt vielleicht ähnliche Gefühle wie bei den Strohbauexperten. Ja, man könnte reinbeißen. Also ich finde, Ja, es juckt nicht. juckt nicht, das ist toll. Man kann es in die Hand nehmen. Da, man sitzt drauf, kriegt einen warmen Bobbes. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.